Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV 2026, eurer digitalen Ausgabe von Enforce Tech. Und wir sind jetzt am Stand von Securiton mit Christoph. Danke, dass wir da sein dürfen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. So, dann erzähl doch mal, was macht Securiton? Schieß los. Securiton Deutschland im Bereich Sicherheitsspeziallösungen. Wir stellen ja aus die weltweit erste cyberbasierte mehrschichtige Counter-UAS-Plattform. Was heißt das? Wir sind Integrator, integrieren verschiedenste Sensorik auf unsere C2-Software-Plattform Command and Control und stellen dann so eine mehrschichtige, vielschichtige, skalierbare Drohnendetektion und Drohnenabwehr sichern. Okay. Und was für System macht ihr das? Erzähl doch mal kurz, dass du hier zeigst, wie das funktioniert. Als Beispiel hier bei dem RF-Detektor. Das ist eine 360-Grad-Drohnendetektion, hat die Möglichkeit, Drohnen zu detektieren, zu klassifizieren, zu lokalisieren. Darüber hinaus haben wir hier die Möglichkeit, Drohnen letztendlich kontrolliert, sprich elektronisch, zu übernehmen und vollautonom in der vordefinierten Landezone zur Landung zu bringen. Also ich stelle mir das vor wie so ein Dome, wie so ein Abwehrdome und die Drohne fliegt rein und wird dann gelandet. So kann ich mir das ungefähr vorstellen? So können Sie sich das vorstellen. Also zunächst wird die Drohne erstmal detektiert, dann wird seitens Software letztendlich verifiziert, ist es eine autorisierte oder ist es eine nicht autorisierte Drohne. Ist sie nicht autorisiert, wird letztendlich die Drohne umprogrammiert. Die Drohne wird letztendlich von dem Remote Controller, sprich den Fernsteuerung des Piloten, getrennt und vollautonom durch unseren Sensor an der vordefinierten sicheren Landezone gelandet. Vorteil bei der ganzen Aktion ist noch, wir haben hier die Möglichkeit, auch die Position des Drohnenpiloten zu sehen, was natürlich dann für justiziable Zwecke zur Nachverfolgung dienlich sein kann. Okay, verstehe. Was stellt Securiton da konkret? Die Hardware oder die Software? Was stellt ihr da? Wir stellen die Software, wir sind Integrator. Den Sensor, den ich eben erwähnt hatte, ist der RF Cyber. Das ist letztendlich reiner Drohnendetektor und die Möglichkeit der elektronischen Übernahme. Aber das Ganze ist vielschichtig aufgebaut, auf einer Software verheiratet, sodass wir aus den verschiedenen Sensoren letztendlich die Vorteile ziehen können, diese fusionieren zu können, um ein vielschichtiges, umfassendes Lagebild vor Ort zu haben. Okay. Was sind denn die wesentlichen Abnehmer für so ein System? Ist das für zivile Firmen oder wer ist da der Abnehmer? Zielgruppe, ganz klar Behörde, aber auch immer mehr im Kommen kritische Infrastruktur, große Konzerne etc. im Kontext der Unternehmenssicherheit, Konzernsicherheit. Alles klar. Ja. Vielen Dank erstmal bis hierhin und jetzt schauen wir mal, was es noch so gibt. So, wir sind umgezogen, wir sind immer noch bei Securiton. Christoph, was gibt es noch für Systeme, die ihr zusätzlich noch habt? Da haben wir noch den Securiton Echo Shield. Das ist ein Radar, spezialisiert auf Drohnendetektion. Der hat mit einer etwaigen Analyse und KI hinterlegt die Möglichkeit, nicht nur Drohnen zu detektieren, auch zu klassifizieren und letztendlich Position, Flughöhe, Geschwindigkeit etc. zu detektieren, um dem Operator letztendlich ein aktuelles Bild zu ermöglichen, da der Radar als Ergänzung zum RF-Detektor eine höhere Aktualisierungsrate hat. Okay, verstanden, ja, okay. Also, soweit ich das verstehen kann, aber ja, Radar ist, denke ich, bekannt. Was gibt's noch? Dann haben wir darüber hinaus zur optischen Verifikation unsere Securiton Vision Flex. Auch hierbei ist es nicht nur eine Überwachungskamera, nein, ganz im Gegenteil. Auch hier ist der Fokus auf Drohnendetektion. Diese Kamera hat letztendlich auch die Möglichkeit, mit einer etwaigen Analyse und KI dahinter Drohnen zu klassifizieren, auch automatisch zu tracken, um letztendlich dem Operateur einen optischen Blick zur Situation zu ermöglichen. Das Ganze ist skalierbar, heißt... Ganz kurz, also ich stelle mir das vor, ich als Bediener sehe ein Kamerabild und die Kamera folgt der Drohne und kann mir dann die Information geben, was für eine Größe, was für eine Klasse das ist. Korrekt. Als optische Ergänzung, als Beispiel zu dem eben genannten Radar oder zu dem eben genannten RF-Detektor, als dritten Sensor in diesem Bunde, wenn man jetzt so sehen möchte. Und das Ganze ist skalierbar, heißt, ich kann das mit Tag-Nacht-Kamera, mit einem Laser-Rangefinder, Thermalkamera adaptieren und sogar noch Third-Party wie Frequenzbandstörung, also Jammer, in Kombination mit einbauen. Okay, spannend. Und jetzt haben wir hier die Geräte, also die sieht ja schon gefährlich aus. Was macht die Drohne? Sollten die übrigen Sensoren und Effektoren nicht ausreichen, um Drohnen zu detektieren, respektive zur Übernahme, zur Abwehr zu führen, haben wir eine sogenannte Last Line of Defense. Heißt, bei kabelgebundenen Drohnen als Beispiel oder autonom fliegenden Drohnen hat man RF-seitig nicht die Möglichkeit zu detektieren und auch dann letztendlich zu übernehmen. Da hat man hier als Variante eines Netzabschusses die Möglichkeit, diese Drohne einzusetzen. Die fliegt autonom los, gefüttert, gespeist mit den übrigen Informationen aus den Sensoren, die dann da schon da sind und ab einer gewissen Nähe dieser Drohne zu einer unautorisierten Drohne, wie dieser hier, übernimmt diese selbst mit ihrer Onboard-Sensorik, führt sozusagen ihren Netzabwurfschuss zum Ziel und da gibt es letztendlich die Hardkill-Variante, heißt,
das Netz wird abgeschossen, die Drohne wird eingefangen und fliegt zu Boden, ungebremst oder die gebremste Variante mittels eines Fallschirms. Ah, verstehe. Okay. Das heißt, da muss auch kein Operator dahinter sitzen, da muss ich nicht steuern, sondern die fliegt selbstständig los und holt die vom Himmel. Korrekt, vollautonom. Okay, spannend. Okay, gibt es sonst noch was du uns erzählen willst? Ja, auf der Messe hier zu sehen natürlich alle Objekte und Sensoren, Effektoren in statischer Variante. Nichtsdestotrotz, abgesehen von der statischen Variante, haben wir die noch in operativ-taktischer Fahrzeuggebunden, also sowohl handelsüblich als auch militärische Fahrzeuggebundene, bis hin zu einer maritimen, seewassertauglichen Version oder Ausführung im Portfolio, um letztendlich flexibel auf die Einsatzszenarien reagieren zu können. Heißt, dieser Schutzschild, der digitale, der würde quasi mitfahren, wenn das auf dem Fahrzeug montiert ist? Korrekt. Okay, spannend. Ja. Super, alles klar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hier bei Securiton, danke fürs Zuschauen und ihr vergesst bitte nicht, liken, Glocke, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.